steht vor der Tür. Es gibt vereitertes Zombiehirn mit Würmern und dazu noch ein paar Totenkopf-Cracker, die vor dem Verzehr dieses Essens warnen wollen. Aber keine Bange, dieses Gericht schmeckt hervorragend und ist nicht nur fleischlos, sondern auch vollkommen harmlos. Alles fängt mit dem Vorheizen des Backofens an. Er wird auf 180 Grad Celsius gestellt. Pro Person rechne ich eine mittelgroße Aubergine, welche mit dem Messer mehrmals eingestochen wird. Auf Alufolie werden die Auberginen ca. 90 Minuten gebacken, bis sie weich sind. In dieser Zeit können die Cracker zubereitet werden. Zunächst werden Rosmarinnadeln fein gehackt. Man benötigt einen Esslöffel. In eine Rührschüssel gibt man das Mehl. Das Backpulver streiche ich immer durch ein Sieb, dann ist es schön pulverig und verteilt sich einfacher im Mehl. Nun kommen noch ein Viertel Teelöffel Salz dazu, sowie ca. ein Achtel Teelöffel Curry, sowie in kleine Würfel geschnittene weiche Butter. Alles wird schon einmal vermischt und der Rosmarin hinzugefügt. Dann kommen noch 3 Esslöffel Milch dazu und es wird ein Teig geknetet, der an einen Nudelteig erinnert. Der Teig sollte nun eine Stunde ruhen. Anschließend wird er ausgerollt und die Totenköpfe ausgestochen. Sie sehen besser aus, wenn man Augen, Nase und Mund herausholt. Dazu muss man sie umdrehen und mit den Fingerspitzen den Teig weiter eindrücken, so dass er von dem Metall vollständig erfasst wird. Dann drückt man die Kekse aus der Form, zur Not mit Hilfe eines Löffels oder ähnlichen Hilfsmittels und voilà, hier ist ein schöner Totenkopf. Hier noch ein kleiner Tipp. Die Teigreste lassen sich leichter verarbeiten, wenn man sie vor dem Zusammenkneten mit ein paar Wassertropfen bespritzt. Bei mir hat es außerdem gut geklappt, sie durch die Nudelmaschine zu geben. Ich habe sie nicht super fein ausgerollt, so dass ich 24 Stück erhalten habe. Sie werden bei 180 Grad gute 10 Minuten gebacken, bis sie leicht gebräunt sind, was je nach Ofen natürlich variieren kann. Die Auberginen sind mittlerweile fertig, sie sind schön weich, man lässt sie auskühlen. Der Stängel wird abgeschnitten und sie werden halbiert. Dann wird das weiche Fruchtfleisch mit Hilfe eines Teigschabers wie gezeigt von der Haut geschoben. Die dunkle Schale wird entsorgt. Die Kerne einer Aubergine waren sehr klein und okay, aber diese hier enthält sehr große Kerne. Ich kann natürlich nicht mit Bestimmtheit beschreiben, wie ein Zombiehirn aussieht, aber in meiner Fantasie haben dicke Auberginenkerne darin nichts zu suchen. Sie geben kein schönes Mundgefühl und fliegen deshalb raus, was bedeutet, sie werden herausgeklaubt, auch wenn es grausam sein mag. Nach dieser Fleißarbeit wird das Fruchtfleisch der Auberginen einfach klein geschnitten, indem ich es quer in ca. 1 cm breite Würfel schneide. Alles ist so weich, dass es von alleine zerfällt. Hier habe ich Sesampaste oder auch Tahini. Pro Person verwende ich 2 Teelöffel, welche ich in eine kleine Schüssel gebe. Dazu kommt pro Person ein halber Teelöffel geschmacksneutrales Salatöl. Alles wird vermischt, fertig. Auf einen Teller habe ich eine Portion Aubergine gegeben. Noch schmeckt sie natürlich nicht nach viel und muss deswegen gewürzt werden. Zunächst gebe ich eine großzügige Prise gutes Meersalz darüber. Wer Salz sagt, sagt meistens auch Pfeffer, also drauf damit. Zitronensaft sorgt für eine säurehaltige Balance, bevor die Tahini-Mischung über die Aubergine gegeben wird. Die Sesampaste schmeckt leicht nussig und ist sehr nahrhaft. Jetzt fehlt nur noch etwas Schärfe und natürlich muss auch das Blut noch spritzen und dieses Problem kann man elegant mit etwas Sriracha-Soße lösen. Das ist eine etwas scharfe, fermentierte Chili-Soße. Wie man die selber machen kann, zeige ich hier. Tomatenketchup würde ich nicht nehmen, denn der passt geschmacklich nicht und passende Geschmackskombinationen haben immer Vorrang vor Optik. Jetzt fehlen noch die Würmer. Dazu habe ich hier eine große Knoblauchzehe in Stifte geschnitten und diese werden nun auf den Auberginen verteilt.
Zum Abschluss wird noch etwas Paprikapulver über das Essen gestreut und die Totenköpfe werden noch rechts und links dekorativ neben das Gehirn gelegt. Zu dem Essen reiche ich aber trotzdem noch ein wenig Baguette oder Fladenbrot, je nach Vorliebe. Das Gericht sieht hoffentlich gruselig genug aus, dass ihr es unbedingt ausprobieren wollt. Ich kann euch versichern, dass es das Gehirn eines sehr lieben und netten Zombies war und dass es euch gut bekommen wird, denn es ist eine wahre Geschmacksexplosion. Hier ist die Zutatenliste für 2 Personen. 2 mittelgroße Auberginen, Meersalz, Pfeffer, 2 bis 3 Teelöffel Zitronensaft, 2 Teelöffel Sesampaste gleich Tahini, 1 Teelöffel neutrales Öl, 2 Knoblauchzehen, Paprikapulver, Cracker, 115 Gramm Mehl, 1 bis 2 Teelöffel Backpulver, eine große Prise Salz, ein Viertel Teelöffel Curry, 40 Gramm weiche Butter, 1 Esslöffel fein gehackte Rosmarinnadeln, 3 Esslöffel Milch, 1 Stunde Ruhezeit. Viel Spaß beim Nachkochen und ein schönes Halloween mit einem gesegneten Appetit.